Moin und herzlich willkommen bei der Firma Beotec. Heute gibt es mal wieder ein kurzes Video aus unserer Werkstatt. Und zwar haben wir ein Kundenfahrzeug hier, die BMW S1000 RR, Baujahr 2012, und an der haben wir unseren Kumpan installiert. Die hatte natürlich vom Werk aus schon ein Drehzahlmesser dran. Der Fokus lag jetzt hier drauf, dass wir die Öltemperatur und auch den Öldruck abnehmen. Wie wir das installiert haben, zeige ich euch jetzt mal ganz kurz, hoffentlich in ein paar Schritten. Wir fangen an auf der linken Motorseite. Da haben wir den Öldrucksensor installiert, und zwar befinden wir uns hier am Motorgehäuse. Da ist so ein Blindstopfen drauf, und da haben wir jetzt eine Hohlschraube eingesetzt, hier M14 x 1,5 und dann so ein Ringstutzen mit angeschlossen, und hier oben sitzt dann unser Öldrucksensor drauf. Das ist also eine relativ gut zugängliche Stelle auch wieder. Wir haben hier nachher die Verkleidung drauf, das heißt, die komplette Einheit hier ist dann auch geschützt. Seht ihr auch, hier oben liegt der Schlauch dann noch drüber. Und an dieser linken Seite, also wie gesagt, die Verkleidung muss man abnehmen, aber sonst kommt man hier gut dran. Dann gehen wir direkt auf die rechte Motorseite. Und wir machen weiter mit dem Drehzahlsignal. Das Drehzahlsignal ist natürlich optional. Wer sich die Drehzahl hier bei dem Motorrad noch mit anzeigen lassen will, das wollten wir jetzt einfach fürs Video noch zeigen. Da muss man den Tank dann für demontieren. Und hier auf der linken Seite findet sich dann dieser zweipolige Stecker. Also der ist hier mit dem an diesem Kabelstrang da zu finden. Und da ist das dann dieses blau-gelbe Kabel. Hier, ich hoffe, das sieht man jetzt ganz gut auf dem Video. Und da können wir mit unserem Abzweigverbinder, dem bewährten, dran gehen und dann hier einfach das Drehzahlsignalkabel anschließen. Wie gesagt, das ist dann optional. In erster Linie war das jetzt hier an dem Motorrad Öldruck und Öltemperatur. Dann kommen wir zur Öltemperatur. Rechte Seite, auch hier finden wir einen Blindstopfen. Das ist dann ein M10x1 Temperatursensor, den wir hier installiert haben. Und das können wir auch einfach gut rausschrauben, unseren Sensor setzen und den Kabelstrang dann entsprechend Richtung Cockpit legen. Und dann gehen wir noch in den Bereich vom Lenkkopf. Hier an dieser Seite ist dann dieser werksseitige Stromzubehör oder Cartouche-Stecker heißt der bei BMW. Also für optionales Zubehör, Navi und so weiter können wir da anschließen. Diesen Zubehörstecker gibt es auch bei uns im Shop. Und hier können wir dann das Stromkabel vom Kumpan auflegen und den dann auch wieder hier verstauen. Um euch jetzt zu zeigen, wie das nachher alles aussieht, müssen wir dann wieder den Tank zusammenbauen. Das werden wir jetzt mal eben machen, und dann gucken wir uns noch die Display-Einheit im Cockpit an. Jetzt haben wir den Tank wieder montiert. Nun können wir das Motorrad einmal starten und uns hier die Display-Einheit anschauen. Das ist jetzt das Display Layout Tech. Hier oben haben wir dann den Öldruck, unten die Motortemperatur. Wir haben als Einstellung, das würde ich noch gern zeigen, falsches Menü, beim Input haben wir hier oben Pressure hinterlegt auf dem Input 1, und Input 2 haben wir dann also leer gelassen, dass da nichts aufgelegt ist. Dann wird automatisch im Display die Motortemperatur ausgegeben. Also hier unten wäre sonst Input 2, und wie gesagt, wenn da nichts belegt ist, wird automatisch die Motortemperatur ausgegeben. Jetzt starten wir einmal die Maschine. Und dann sehen wir auch, dass der Öldruck hier korrekt erfasst wird. Wir könnten jetzt noch einmal ein anderes Display-Layout wählen. Nehmen wir mal das Classic. Und da seht ihr dann, dass die Drehzahl noch mit ausgegeben wird, wen das interessiert. Hier unten dann der Öldruck, Motortemperatur und Umgebungstemperatur. Ja, das einmal in aller Kürze, die Einbauschritte jetzt hier an der S1000 RR. Wir haben dazu auch wie immer eine Einbaudokumentation auf unserer Internetseite. Da gibt es auch eine Kompatibilitätsliste. Die Einbauschritte gelten ja teilweise auch für die Modelle von der S1000R. Wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr uns gerne schreiben. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.